Als Melanie entlang der einsamen Straße fuhr, beleuchteten ihre Scheinwerfer plötzlich einen grausamen Anblick. Ein lebloses Känguru lag über den Asphalt verteilt. Der herzlose Fahrer, der für den Zusammenstoß verantwortlich war, war kaltblütig davon gefahren und hatte das arme Tier alleine leiden lassen. Melanies Herz sank bei dem Gedanken an solche Grausamkeit. Ohne zu zögern, hielt sie an und eilte zur Seite des verletzten Kängurus. Es war offensichtlich, dass das Tier seinen Verletzungen erlegen war, aber als Melanie niederkniete, um ein stilles Gebet zu sprechen, bemerkte sie etwas Erstaunliches. Eine winzige Hand, kaum sichtbar, streckte sich aus dem Beutel des Kängurus heraus. Ihr Herz stockte, als sie den Beutel vorsichtig untersuchte. Dort drinnen befand sich ein zerbrechliches rosa Junges, nicht mehr als einen Monat alt, das seine winzige Hand in die Luft streckte, als ob es um Hilfe flehen würde. Entschlossen, dem jungen Känguru eine Überlebenschance zu geben, wiegte Melanie das kleine Jungtier in ihren Armen und flüsterte beruhigende Worte. Sie nannte ihn Dawn. Melanie zögerte nicht und brachte Dawn zu Christine Gilmore, einer mitfühlenden Mitarbeiterin der Wildtierrehabilitation. Ab diesem Moment wurde Dawn Christines oberste Priorität. Sie kümmerte sich rund um die Uhr um ihn, fütterte ihn mit der Flasche und sorgte dafür, dass er die Wärme und den Trost erhielt, die er brauchte. Christines Hingabe kannte keine Grenzen, und sie betrachtete Dawn wie ihr eigenes Kind. Während Dawn weiter wuchs, führte Christine ihn einem anderen verwaisten Känguru namens Nelson vor. Nelson war etwas älter und größer als Dawn, was ihn zum perfekten Begleiter für das junge Känguru machte. Zusammen bildeten sie eine unzerbrechliche Bindung und fanden Trost in der Anwesenheit des anderen. Unter Christines wachsamen Augen gediehen Dawn und Nelson. Sie spielten zusammen, aßen zusammen und lernten gemeinsam die Wege des Wildens. Mit der Zeit wurden die beiden Kängurus stark und gesund. Der Tag kam schließlich, an dem Christine wusste, dass es Zeit für Dawn und Nelson war, in ihren natürlichen Lebensraum zurückzukehren. Mit schwerem Herzen bereitete sie auf ihre Reise in die Wildnis vor, wo sie hingehörten. Am Tag ihrer Freilassung, als Dawn und Nelson in die offene Wildnis sprangen, konnte Christine trotz ihrer Tränen nicht anders, als zu lächeln. Sie waren nicht mehr die verwundbaren, verwaisten Wesen, die sie gerettet hatte. Sie waren nun starke, unabhängige Kängurus, bereit, die Herausforderungen des Outbacks anzunehmen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.